Ja, ich bin im Jahr 2000 nach Salzburg gezogen, weil ich geheiratet habe. Aber ich bin nicht erst nach Salzburg gekommen wegen meines Mannes. Ich habe eine Stelle hier gehabt und habe mit Uni-Studenten gearbeitet, amerikanische Uni-Studenten. Und in dieser Zeit habe ich meinen Mann kennengelernt. Und dann bin ich zurückgegangen, habe selber mein Masters gemacht und danach bin ich wieder nach Österreich gekommen. Ich bin gebürtige Australierin. Die meisten merken das nicht, weil mein Akzent eher amerikanisch ist. Nach Australien haben wir in England gewohnt und dann in Kanada und dann erst in den USA. Ich bin eher daran gewöhnt, dass man in einer Schlange steht und wartet und sehr, sehr vorsichtig ist, so wie bei der Post, ja, dass man ordentlich hinter der Linie warten muss. Und das ist aber nicht überall der Fall, wenn man im Zug einsteigt oder wenn man im Bus einsteigt. Und da muss man ein bisschen mehr kämpfen dadurch. Und vielleicht ist das auch ein bisschen die Mentalität, dass man einfach ein bisschen mehr Platz für sich machen muss. Und ja. Ja, das sind viele Sachen, die einfallen, weil Menschen sind Menschen überall auf der Welt und jeder freut sich, gemeinsam zu sein, spazieren zu gehen, etwas mit den Kindern gemeinsam zu unternehmen, zu essen, kochen, alle diese Sachen, wo die Liebe einfach strahlt zwischen Menschen. Ich habe das am Anfang nicht so gespürt. Ich habe das Glück, dass ich aussehe wie eine europäische Person. Meine Eltern haben europäische Herkunft. Aber ich habe angefangen zu unterrichten in einer Schule 2001. Und eigentlich der Lehrerkonferenz war am 11. September 2001. Danach habe ich schon bemerkt, dass jeder plötzlich gewusst hat, da ist die Amerikanerin. Und da war ich unsicher. Da spürt man, es ist schwierig zu nennen, das ist echt ein Gefühl, das man hat. Aber ich habe bemerkt, aha, du bist Amerikanerin und wir müssen aufpassen momentan, weil wir wissen nicht, was Amerika mit der Welt macht. Und das war kein gutes Gefühl. Ich kann mir nicht vorstellen, durch das ganze Leben zu gehen, wo man täglich und stündlich, minütlich damit konfrontiert wird. Das ist ein harter Kampf. Es kommt immer wieder, dass man merkt, man sagt, ja, die Österreicher, die sind so oder die sind so. Und dann sagt eine nette Österreicherin zu mir, aber wie kannst du das sagen? Alle Österreicher sind nicht so. Und dann merke ich, oh, habe ich doch jetzt alle Leute beurteilt. Das möchte ich nicht. Aber man tut das und dann ist es gut, wenn man jemanden hat, mit dem man diskutieren kann und sagen, oh, so sieht das eigentlich aus oder ist es anders? Und eigentlich überall auf der Welt sind wir gleich. Mein einer davon wäre oben am Münchberg, weil als ich mit den Studenten gearbeitet habe, oben am Münchberg gewohnt habe. Und dann war ich Prinzessin von Münchberg. Und das war ein schönes Gefühl. Da habe ich mich echt zu Hause gefühlt. Und als plötzlich zu bestimmten Jahreszeiten ganz viele Leute am Berg waren, habe ich immer gedacht, was tun die hier oben? Das ist mein Berg. Aber in der Zwischenzeit kann ich schon sagen, dass ich mich zu Hause echt wohlfühle. Man merkt dann nach so vielen Jahren, dass man doch hier zu Hause ist und dass man doch ein großes Stück von dem Leben Salzburg geschenkt hat und nicht nur große Salzburg, aber mein kleines Section von Salzburg. Also vor allem hier im English Center in Froschheim, in dieser Nachbarschaft. Ich habe meine Kinder hier geboren, auf die Welt gebracht und erzogen und man weiß nie, was die Zukunft bringt, aber egal, was die Zukunft bringt, Salzburg ist zu Hause.